Um CarPlay in deinen BMW zu bekommen, gibt es mittlerweile unzählige Methoden. Ich zeige dir hier, wie du am leichtesten, am schnellsten und am günstigsten CarPlay in deinen BMW bekommst. Und das alles ohne 300 € über das Connected Drive Menü ausgeben zu müssen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Ethernet-Kabel, welches unter 20 € bei Amazon kostet, ein Laptop mit Windows drauf und einen FSC-Code, den du über unseren Generator, den wir Schritt für Schritt danach durchgehen, bekommst. Bleib dran und wir gehen mit dir Schritt für Schritt die ganze Prozedur durch und zeigen dir, wie banal diese Aktivierung ist, für die meisten Codierer eigentlich über 100 € verlangen. In unserem vorherigen Video haben wir die Carlo X Box vorgestellt, welches ein All-in-One Entertainment-System darstellt und neben dem originalen iDrive-Menü ein komplett neues, Android-basiertes System auf deinem BMW-Display bereitstellt. Mit dieser Box werden dir Zugang zu den verschiedensten Apps wie Netflix, WhatsApp, YouTube und vieles mehr bereitgestellt. Manche Autofahrer und vor allem Apple-User möchten diesen ganzen Schnickschnack einfach nicht haben, sondern einfach nur Apple CarPlay haben. Bei den meisten BMW-Modellen zwischen 2014 und 2019 ist alles, was du für CarPlay benötigst, schon werkseitig vorverbaut. Die eigentliche Funktion ist einfach nur softwaretechnisch gesperrt. Und das ist eben genau das, was wir hier machen. Wir aktivieren diese Funktion. Was ebenfalls zwingend notwendig ist, ist eine Wi-Fi-Antenne. Diese ist in den meisten BMWs schon werkseitig verbaut. Es gibt jedoch BMWs bzw. Baujahre, da ist die Wi-Fi-Antenne eingespart worden. Du findest aber auch unten in der Beschreibung einen Link zu unserem ausführlichen Artikel auf unserer Website rund um die Wi-Fi-Antenne. Da findest du Methoden, wie du herausfinden kannst, ob du eine Wi-Fi-Antenne hast, falls du keine hast, wo du eine kaufen kannst und wie du diese verbauen kannst. Beziehungsweise ob dein Auto überhaupt kompatibel mit deiner Wi-Fi-Antenne ist. Stehen Ethernet-Kabel und Laptop zur Verfügung, kann es auch schon losgehen. Wir können mit dem ersten Schritt anfangen, nämlich dem BMW CarPlay Generator. Dieses Online-Tool tut gleich zwei Dinge auf einmal. Es prüft anhand deiner ausgewählten Daten, ob dein BMW überhaupt CarPlay-kompatibel ist und generiert dir im Anschluss automatisch den fahrzeugspezifischen FSC-Code. Außerdem prüft dieser auch, ob dein BMW für Fullscreen CarPlay geeignet ist oder nur für Splitscreen CarPlay. Rufe den CarPlay-Generator über dein Handy oder über PC, das ist völlig egal, unter dem Link in der Beschreibung auf oder über die Anleitung auf der Website. Danach folgst du einfach den Anweisungen des Generators. Im Step 1 wählst du deine Head Unit aus. Wenn du nicht weißt, wie du das herausfinden kannst, klickst du einfach auf den blauen Link über dem Auswahlfeld. Dort wird dir Schritt für Schritt erklärt, wie du über den Menüpfad zu deiner Head Unit Version und deiner Softwareversion gelangst. Im Step 2 wählst du dann deine Softwareversion aus. Außerdem kannst du dort über die Info auch herausfinden, ob du eine Wi-Fi-Antenne verbaut hast. In den meisten Fällen ist dies jedoch werkseitig schon vorbereitet. Im Step 3 wählst du nun deine Region aus. Europa, Amerika, Australien und so weiter. Im nächsten Schritt dann, im Step 4, wählst du deine Lenkradposition aus. Entweder RHD für Rechtslenker oder LHD für Linkslenker. In Europa standardmäßig Linkslenker, außer in Großbritannien. Im Step 5 gibst du nun deine Fahrgestellnummer, WIN oder auch FIN genannt, ein. Achte hier darauf, dass du sie wirklich korrekt einträgst. Im letzten Step kontrollierst du als erstes nochmal deine ganzen Eingaben. Zusätzlich zu der Zusammenfassung wird dir ausgegeben, ob deine Head-Unit-Version Fullscreen CarPlay oder nur Splitscreen CarPlay unterstützt. Wenn alles passt, trägst du deine E-Mail-Adresse korrekt ein, klickst auf Verifizieren und schlussendlich auf den Button zur Zahlung. Dort wirst du zur Zahlungsseite weitergeleitet. Nach der Zahlung werden dir unsere Spezialisten so schnell wie möglich, maximal nach 24 Stunden, den FSC-Code mit weiteren Instruktionen per Mail. Wenn dein Auto nur Splitscreen CarPlay unterstützt, du aber Fullscreen CarPlay nutzen möchtest, muss ein Update für die Head-Unit geflasht werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, das Update vorab beim Codierer durchzuführen, bevor du den Code in unseren Generator erstellst, da sich die Softwareversion beim Flashen ändert. Sobald du deinen FSC-Code bekommen und die Software heruntergeladen hast, wird beim Kauf über den Generator mitgeschickt, wie schon erwähnt, geht es mit dem Ethernet-Kabel und dem Windows-Laptop ins Auto. Ein Hinweis schon vorab, dein Laptop muss mit dem Internet verbunden sein. Fangen wir also an. Stecke das Ethernet-Kabel in die OBD2-Buchse deines BMWs, in der Regel unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite,
und das andere Ende des Kabels steckst du in die Ethernet-Buchse deines Laptops. Stelle sicher, dass dein Fahrzeug eingeschaltet ist, Zündung an oder laufender Motor, wenn deine Batterie schwach ist. Am besten eignet sich jedoch ein Batteriecharger. Starte als nächstes die Software. Diese muss nach dem Download nicht installiert werden. Du kannst die Software direkt aus der heruntergeladenen Datei starten. Sollte die Software dein Fahrzeug nicht automatisch erkannt und die VIN-Nummer ausgelesen haben, klicke zunächst auf die Schaltfläche Fahrzeug. Anschließend klickst du auf den Button Identifizieren. Die Software wird dich dann nach dem Code fragen, den du per Mail von unserem Generator erhalten hast. Gib diesen dort ein und klicke auf Fortfahren. Nach einigen Sekunden sollte die Software deine Head Unit identifiziert haben und klicke anschließend einfach auf Start. Nach dem Start durchläuft das Programm genau 3 Schritte. Während der Programmierung wird deine Head Unit blau und es ist möglich, dass sie mehrmals neu startet. Achte darauf, dass sowohl dein Laptop als auch dein Fahrzeug über ausreichend Batterieleistung verfügt. Sollte nach einem BMW-Werkstattbesuch oder einem Software-Update die CarPlay-Funktion deaktiviert worden sein, kannst du sie mit derselben Software und demselben Code jederzeit wieder aktivieren. Ebenso lässt sich die Freischaltung bei Bedarf komplett rückgängig machen. Du behältst also jederzeit die volle Kontrolle. Wenn das Flashen fertig ist, also nach der Codierung, musst du die Head Unit neu starten. Dafür stehen dir 3 Methoden zur Verfügung. Erste Methode: Schalte das Auto aus, verriegle es und warte etwa 30 Minuten. Die zweite Methode: Halte den Radio-Ausschaltknopf für ca. 30 Sekunden gedrückt. Und die dritte, empfohlene Methode: Starte die Software auf dem Laptop erneut und klicke auf die Schaltfläche Zurücksetzen. Dieser Button setzt lediglich die Head Unit zurück, bzw. startet sie neu. Nachdem du deine Head Unit zurückgesetzt hast, sollte CarPlay zur Verfügung stehen. Mit einem günstigen Ethernet-Kabel, einem Windows-Laptop mit einfacher Software, dem CarPlay-Generator, schaltest du Apple CarPlay in deinem BMW dauerhaft und sicher frei. Kein Garantie. Die komplette Anleitung findest du auf unserer Website inklusive einem FAQ für aufgetauchte Fragen. Das war's dann auch schon. Du hast erfolgreich und selber CarPlay freigeschaltet und das für unter 100 Euro. Wenn du Fragen bezüglich des Generators oder der Prozedur oder sonst was hast, ab damit in die Kommentare. Ich bemühe mich, diese Fragen detailreich wie möglich zu beantworten. Und ja, vergesst nicht, Daumen nach hoch, wenn es geholfen hat und ich wünsche euch viel Spaß beim selber Codieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.